Herzlich willkommen zum zweiten Teil der dreiteiligen Zeichenserie hier auf YouTube. Worum geht es heute? Du lernst, wie du eine kleine Szene entwickelst und schon mit wenigen Strichen Tiefe und Lebendigkeit in deine Zeichnung reinbringst. Also, lass uns starten. Herzlich willkommen zum zweiten Video des kostenlosen Zeichenkurses. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und jetzt werden wir etwas noch konkreter. Wir steigern jetzt die Herausforderung. Wir haben im ersten Video ja den Tisch gezeichnet aus einem Quader und jetzt zeichnen wir ein ganzes Haus. Also du siehst, wir haben als Grundfläche wieder unseren Quader. Ja, der ungefähr so vor uns steht. Dann haben wir hier ein Dreieck, was wir als Dach raufsetzen und der Schornstein ist wieder ein Quader, der halt ungefähr so steht. Also wir bringen jetzt mehrere Herausforderungen zusammen. Zur grundsätzlichen Erklärung oder beginnen wir erstmal mit dem Material. Ich habe hier wieder meinen Lieblingsstift oder einer meiner Lieblingsstifte, ein 4B. Den nehmen wir, also du brauchst einen Bleistift, Radierstift, Knetradierer oder also einfach einen Radierer und natürlich ein Lineal, dass wir ein bisschen genauer werden können. Bevor wir gleich loslegen, eine kurze Erklärung. Du siehst, wir haben hier die Horizontlinie in der Mitte und alles, was über der Horizontlinie steht, geht zur Horizontlinie runter und was da drunter ist, steigt auf zur Horizontlinie. Linke Seite und hier ist die rechte Seite unseres Quaders. Ja? Und da haben wir genau das gleiche Prinzip. Du siehst, die Fluchtpunkte sind außerhalb unseres Blattes. Würden wir sie steiler machen, würde das Haus sich zu stark verzerren. Ja, die Linie ungefähr hier geht die hin. Das soll uns aber nicht jetzt so allzu stark interessieren, denn wir zeichnen das Haus auch freihand. Ja? Also wie immer nicht abbilden, sondern einfach ein schönes Haus zeichnen mit deiner ureigenen Handschrift, deiner Linie. So. Du siehst, wie gesagt, die Gesetzmäßigkeiten hier greifen immer, ist immer die gleiche Idee dahinter. Ja? Die Horizontlinie wird bestimmt durch deine Bewusstseinsebene, deine Augenhöhe. Du siehst, du stehst ungefähr so vor dem Haus. Ja? Du guckst nicht stark rauf und du guckst auch nicht von unten, sondern so vor dem Haus. Also, lass uns jetzt nach der Theorie mit der Praxis loslegen. Schnapp dir dein Lineal. Und wir zeichnen jetzt erstmal hier eine Horizontlinie ein, mehr im unteren Teil. Und dass wir hier erstmal eine erste Orientierung haben, ja? Eine schwache Linie. Ja? Also diese gestrichelte Linie hier zeichnen wir ein. Dann beginnen wir mit der Seite, die uns am dichtesten steht von dem Haus. Ja? So, du siehst, die ist ungefähr in der Mitte angesetzt hier. Also die zeichnen wir einfach hier jetzt drüber. Eine senkrechte Linie, die hier und hier gleichmäßig übersteht ungefähr. Ja? Dass wir so ungefähr ein Prinzip haben. Okay, so jetzt zeichnen wir einfach die rechte Seite. Und die rechte Seite kannst du, wenn du magst, mach das so wie ich hier, übernimm das ruhig ein bisschen rüber. Ja? Also die rechte Seite, Linien steigen leicht auf. Ja, so ungefähr. Wie gesagt, nicht 1:1 abzeichnen. Das Prinzip wollen wir erfassen. Die Linien oberhalb der Horizontlinie gehen runter, fallen runter zur Horizontlinie. Also geht das leicht hier runter in die Richtung. So. Ja. So, dann haben wir erstmal hier die rechte Seite unseres Hauses. Wichtig ist bei dir auch zu schauen, dass diese beiden Linien zur Horizontlinie hier irgendwo zusammenlaufen in einen Fluchtpunkt. Ja? So, zeichnen wir die rechte Seite. Da können wir auch ungefähr die Tiefe festlegen. So. Und du siehst, die Linien gehen auch zur Horizontlinie runter. Die obere fällt ein wenig. Will man nicht ganz so steil machen. Ja. So, und die steigt ein wenig auf.
Ja, dass du ungefähr die gleichen Abstände hast. Ja? Die steigt auf zur Horizontlinie. Dann nehmen wir uns hier so. Jetzt guck dir mal so ungefähr dein Konstrukt an, den Würfel, den du hast. Ja. Verstärke die Linien noch ein bisschen oder radiere weg, was dir nicht gefällt, dass wir hier erstmal unser Konstrukt haben, mit dem wir arbeiten. Also unseren Block, der ungefähr so vor uns steht. Weiter geht's. Zur Orientierung zeichnen wir uns jetzt hier diese untere Hilfslinie ein, die ungefähr parallel zu der läuft und diese, die parallel zu der läuft. Ja, also, warum tun wir das? Dass wir hier die hinterste Kante ungefähr finden, ja, für das Dach. So ungefähr, so schräg wie diese Linie hier muss sie verlaufen. Ja. Ich weiß, es ist ziemlich schmal, aber einfach gucken, dass es ungefähr so hinkriegt, dann kriegen wir nämlich die hinterste Linie hier hin. Erstmal Hilfslinien machen, wenn man sich verzeichnet. Dann schauen wir mal, wie wir da weiterkommen. Ja? Diese Linie parallel zu der, weil die haben sehr geringe Abstände. Und hier gehen wir praktisch wieder in diese Ecke rein. Ja. So, und wenn ihr jetzt alles so einigermaßen richtig gemacht hast, siehst du hier den Boden und die Decke. Das hilft uns sehr bei der Konstruktion. Überflüssige Linien oder zu dick gezeichnete Linien entfernen wir einfach. Ja, einfach ein bisschen dünner machen, dass sie uns nicht ablenken, aber trotzdem schön unterstützen. Also das ist erstmal das Konstrukt, ganz, ganz wichtig. Es ist wie tatsächlich beim Hausbau, du brauchst das Fundament und wenn das Fundament stimmig ist, können wir darauf weiter aufbauen. Okay? Also wir haben den Würfel, Unterseite und Unterseite, wir sind uns vertraut mit der 3D-Form. Wenn du tiefer ins Zeichnen eintauchen willst, findest du unter dem Video den Link zu meiner Akademie. Dort erwarten dich die großen Zeichenkurse. Weiter geht's mit dem Video. So, jetzt zeichnen wir einfach hier ein Kreuz rein, damit wir perspektivisch den Giebel richtig nach oben ziehen. Ja? So, machen von hier uns eine Senkrechte, die ungefähr so hoch ist. Haben wir den First, ja? Die Dachhöhe. So. Von hier ziehen wir uns eine Linie hier runter zum Würfel, nicht ganz auf die Kante, weil das Dach steht ja über. So, und von hier legen wir die Kante des Daches hier rauf. Ein bisschen überstehen lassen. So, dann haben wir die linke Seite des Daches. Ja? Du siehst, wir haben hier ein gewisses Gefälle und das Dach braucht jetzt auch ungefähr das Gefälle. Ja, also ein bisschen schräger als die Linie. Ich vermute jetzt mal einfach so. So. Ne? Du siehst, hier ist es breiter, das Dach, und hier wird es schmäler. Das ist erstmal ganz, ganz wichtig. So, ich sehe gerade, ich habe den Giebel hier ziemlich klein gezeichnet gegenüber den. Ja, also der ist hier wesentlich höher und ich wollte gar nicht so weit abweichen. Deswegen mache ich jetzt ganz einfach hier den Giebel ein wenig höher, weil ich will es auch nicht 1:1 abzeichnen, aber zu weit entfernen will ich mich auch nicht. Du siehst, das ist aber auch kein Problem. Ja? Dann stellst du vielleicht zu viele Fragen, warum, wieso, weshalb. Das kann manchmal irritierend wirken, wenn man zu weit abweicht. So viele Häuser gezeichnet. So, also siehst du, ganz einfach, man braucht den Giebel höher, schon ist das Dach steiler. Also, wir gehen hier runter. Ist aufpassen, wenn ich zu steil komme. So, glaube ich. Muss ich oben ein Stück wegradieren und gehe dann hier rein. So, also, dass wir das Dach ein Stück höher haben. Ja? Hier könnte man so einen Hahn drauf zeichnen. So ist es, glaube ich, ein bisschen besser. Ein bisschen höher als das andere Dach, was ich gerade hatte. Ja? So, okay. Wir ziehen wieder die Linie runter. Und wo kriegen wir jetzt die Schräge von hinten her und das Lot? Genau mit der gleichen Technik hier drin. 1,
2. Wir gehen hoch und haben jetzt diese Kante. Und los geht's aufs Dach auf. Ungefähr so wie hier. Also du siehst, wir haben jetzt hier unser Dach, das vorne größer ist als hinten, weil es von uns weggeht. Ja? So, jetzt haben wir hier den Giebel, der geht hier auch rein, wie diese Linie. Ja? Und wir zeichnen uns hier, wenn wir schon mal hier sind, gleich mal diese Linie runter hier. Ja? Dass wir das Dach sehen. So, dann haben wir hier das Haus, das Dach, was übersteht. Wir nehmen unsere Hilfslinie hier weg und die hintere auch. Ja. So, wo ist mein Besen? Weiter geht's hier. Also du siehst, wie du die Ansicht des Hauses verändern kannst, je nachdem, ob du den Giebel etwas höher zeichnest, etwas weniger zeichnest, spielt keine Rolle. Ja, wie das Haus letztendlich wirkt. Der eine will hier oben drin wohnen und der andere will eine hohe Deckenhöhe haben oder beides kombiniert. Ja. So, ich mache das hier hinten auch ein bisschen weniger sichtbar. Und hier vorne auch. Und das braucht man auch nicht mehr hier. Ja, einfach ein bisschen schwächer machen, dass es nicht so störend wirkt. Dafür ist halt so ein Radierstift hier sehr gut. In den großen Zeichenkursen, vom Anfänger zum Meister, aber auch in den anderen auf meiner Akademie, Schmidts Zeichenwelt, ja, gibt es ja immer die Materiallisten dazu, wo ich halt das ganze Material verlinkt habe, dass man da wirklich sehr gutes Material zum Zeichnen hat. Okay, so, okay, du siehst, wir haben jetzt schon ein schönes Konstrukt. Hm? Ja, wie gesagt, das muss nicht genau hier sein. Das ist am Computer gemacht. Das habe ich da die Linien gemacht zur Klarheit. Aber wir wollen ja von Hand zeichnen. So, was fehlt noch? Der Schornstein. Okay, legen wir los. Kurz zur Erklärung. Der Schornstein ist der Quader. Wir können nicht rauf gucken, wir können nicht runter gucken. Und er ist im Haus drin. Wir sehen von der Seite weniger als von dieser Seite. Ja? Mit dem Haus drin meine ich, dass er hier praktisch runter geht. Bis auf die Erde und hier unten dann ein Kamin, ein Öfchen oder so gibt. Ja? So kannst du dir das ungefähr vorstellen. Also man lernt doch gleich, wie es im Inneren des Hauses funktioniert. Ja? Ja, hier wäre dann so ein Kamin drin. So, also wir zeichnen den Abzug, damit wir nicht verräuchert werden. Wir zeichnen uns einfach eine senkrechte Linie und noch eine. Also legen die vorderste Kante des Schornsteines fest, schräg, etwas schräger als die Dachschräge, weil er etwas höher ist und demzufolge weiter von der Horizontlinie entfernt ist. Und hier gehen wir auch Richtung dieses Fluchtpunktes, vielleicht so ungefähr, ja, also steiler als diese Linie etwas. Und hier gibt es eine Besonderheit, der Schornstein wird ja durch das Dach, geht ja rein ins Dach. Also nehmen wir uns hier die Dachschräge ab. So, hier wieder in die Richtung und schon haben wir unseren Schornstein. Radieren uns die Hilfslinien raus. Und sind fertig. Ja, so. Du siehst, so einfach können wir ein Haus konstruieren. Und wenn man erstmal dieses Konstrukt hat, ja, dann kann man Stück für Stück praktisch wenn man auch will, hier dann die kleinen Feinheiten einzeichnen. Ja. Zum Beispiel einfach ein paar Steine. Also das Haus sozusagen lebendig machen. Das kannst du hier auf der anderen Seite auch machen. Du hast jetzt die Vorlage, das folgt immer diese Linien hier. Ja. Dachziegel genauso. Du hast jetzt immer die Linien, wo sich das alles drin bewegt. Ja? Wir können hier noch eine Tür einzeichnen. Wieder die Senkrechten bleiben senkrecht.
hier leichtes Gefälle und dann bestimmst du die Breite der Tür und du siehst, wenn du dieses Konstrukt hier hast, passt alles andere auch wundervoll zusammen. Ja. Das ist ja gerade das Wichtige. Und genauso kannst du hier mit einem Fenster verfahren. Also die Linien helfen dir sozusagen, Klarheit reinzubringen. Ja? Ich werde mal jetzt die Horizontlinie aus der Mitte auch noch rausnehmen, dass das nicht zu Verwirrung bei dem Fenster führt hier. Ich habe eine kurze Bitte an dich. Ich würde mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und mir ein Like für dieses Video dalässt. Damit drückst du mir deine Wertschätzung aus und es motiviert mich, immer mein Bestes zu geben. Vielen Dank. Also du kannst beliebig jetzt hier Fenster einzeichnen, hier eine Gaube reinzeichnen. Aber für jetzt soll es erstmal reichen, wenn wir hier einfach eine Tür und eine Fenster reinzeichnen, weil es geht hier in dem Kurs erstmal nur um das Konstrukt, also um das grundlegende Verständnis, wie das alles aufgebaut ist. Ja. So, hier unten verstärken wir noch die Kanten. Das Haus steht auf dem Boden, hier auch. Also alles, was uns näher steht, zeichnen wir sozusagen etwas stärker. Ja, ein paar Feinheiten hier noch rein, dass es so ein bisschen wie ein Holzhaus wirkt. Und schon sind wir hier fertig. Ja. Also du kannst jetzt beliebig mit dem Haus hier rumspielen und sozusagen dir Ideen einfallen lassen, ob du ein Holzhaus draus machst. Ich mag ja Holzhäuser. Ja. Ich glaube, in einem Video auf YouTube habe ich so ein Blockhaus draus gezeichnet. Ja, mit dem System fällt dir sozusagen vieles leichter. Du hast erstmal sozusagen ja eine Orientierung. Ja. Wo du dann deine ganzen Linien ziehen kannst und wirklich dich nicht mehr verhaust mit einzelnen Dingen. Ja. Kannst du alles aufgrund dieses Systems so anordnen. Ja, das war's zu dem Video. Ich hoffe, du bist gut mitgekommen. Wenn nicht, spul zurück, schau dir einzelne Dinge nochmal genau an. Und wie gesagt, im großen Zeichenkurs vom Anfänger zum Meister vertiefen wir das und stellen die einzelnen Perspektiven gegenüber. Das war's zu diesem Video. Sei gespannt auf das nächste und bis zum Video 3.
Das war der zweite Teil der Zeichenserie. Schau dir auch gern hier die anderen Teile an und sammle so weitere Erfahrungen auf deiner Zeichenreise.